Stimmung? Bombe. Okay, was zur Hölle? Warum fahren diese zwei Deppen nachts bei Regen den Brenner hoch? Und wie kommt man überhaupt auf die bescheuerte Idee, in 24 Stunden an den Gardasee zu radeln? Gute und berechtigte Frage. Lass mich mal kurz ausholen. Vor etwa 2 Jahren habe ich ein Video von Mr. Gagelfing gesehen. In 24 Stunden von München an den Gardasee. Durch die Nacht. Mit wenig Schlaf. Was soll das? Ich fahre zum Gardasee, da treffe ich mich mit ein paar Kumpel. Ich bin jetzt um 23 Uhr noch was losgefahren. 410 Kilometer sind es dann insgesamt bis Peschiera del Garda, also ganz im Süden vom Gardasee. Und da will ich am Abend bzw. am späten Nachmittag da sein. Der ist ja völlig verrückt. Jupp, und nicht nur, weil er Bananen mit Schale isst. Mit der Zeit habe ich mehr und mehr von der ganzen Ultracycling-Szene mitbekommen, unter anderem von Leuten wie Ulrich Bartholomäus, der einfach beim Three Peaks Bike Race 2020 in unter 4 Tagen 2000 Kilometer und 27.000 Höhenmeter geradelt ist. Der dreht ja völlig am Rad. Plötzlich kam mir die 24-Stunden-Tour an den Gardasee gar nicht mehr so krass vor. Und da beschlossen mein Kumpel Michi und ich, dass wir das doch bestimmt auch irgendwie schaffen. Wir setzten uns irgendein random Wochenende, an dem wir beide Zeit hatten. Wir buchten Zugtickets für die Rückfahrt und der Plan war besiegelt. Ein Wochenende vor der großen Fahrt machten wir beide eine kleine Trainingsrunde. Michi einmal 195 Kilometer durch die Alpen, ich einmal um den Bodensee. Am Freitagmorgen fuhr ich mit dem Zug nach München. Wir machten letzte Einkäufe und Vorbereitung. Hier werden Drogen abgefüllt. Wie die Profis. Bevor es dann am selben Tag abends um 19 Uhr auch schon losging. Ich fahre mit einem Teletubby durch die Gegend. Wenn der Kollege mit am Start ist, da gibt es meistens immer den ganz abgefahrenen Scheiß. Dann wird's lang. Dann wird es kalt, nass und hart. Hoffentlich nicht. Aktuell Der Plan 28 Grad. Der Plan ist, einmal an einem Tag von Wolfratshausen in der Nähe von München bis an den Gardasee zu radeln. Wir sind vor 20 Minuten oder so gestartet, fahren jetzt durch die Nacht am Sylvenstein vorbei, kommen dann irgendwann, wenn es dunkel ist, durch Innsbruck, fahren den Brenner hoch, wenn es dunkel ist, und kommen irgendwann morgen halbtot nach 350 Kilometern, geradelten Kilometern am Gardasee, todmüde, aber überglücklich an. So ist der Plan. Mal sehen, wie die Realität aussieht. Bleibt dran. Aktuell geht's noch gut. Hochmotiviert. Arschrakete ist steil. Genau, da mit Arschrakete. Ich habe so keine Arschrakete, sondern so ein Ortli-Packsack-Dingensbums an mein Rad geballert. Mal schauen, wie es wird. Also war wieder so eine richtig bescheuerte Aktion. Ja, ich hab Bock. Wenn man hier hinter dem Kollegen herfährt, fühlt man sich wie so ein Esel, der die Karotte, der Karotte hinterher rennt. Man will der Waffel hinterherfahren. Der Waffel! Immer auf die Waffel! Regenjacken auspacken bei drohendem Gewitter. Geil! So, da wurden wir jetzt ja gerade sehr von dem Platzregen erwischt. Gerade eben standen wir da drüben, da, und wollten eigentlich Wasser auffüllen.
Und dann innerhalb von 10 Sekunden fängt es an, so krass zu schütten. Ja, und es blitzt und donnert, aber das tut es schon die ganze Zeit. Naja, jetzt machen wir halt hier Pause. Hier haben wir so eine Bushaltestelle gefunden. Direkt daneben. Und hier rechts sieht man den schönen Ausblick zum Aachensee. Spiegelt sich der Berg drin. Richtig schön hier. So, jetzt sind wir hier irgendwie 80 Kilometer geradelt ungefähr. Sind gerade vom Aachensee runter. Super geile Abfahrt. War dann leider schwer zu filmen, weil es halt runter geht und man da irgendwie beide Hände am Lenkrad haben muss. Läuft gut. Es ist jetzt irgendwie, wie spät haben wir es eigentlich? 5 vor 12, okay. Sind dann bald in Innsbruck und haben dann schon bald über 100 Kilometer. So, wir sind wie viel Kilometer gefahren? 120 sagt mein Tacho. Wir sind hier kurz vor Innsbruck und ich bin ultra fertig, wie man mir vielleicht auch ansieht. Ich bin super müde, ich bin gerade eben schon auf dem Rad fast eingepennt. Ist jetzt irgendwie um 1:15 oder so vielleicht? Nee, ist schon nach 1. Nach 1, okay. Irgendwas um 1:30. Okay, ja gut. Also auf jeden Fall spät in der Nacht. Wir haben jetzt hier ein kleines Plätzchen gefunden. Hoffentlich trocken. Hoffentlich trocken. Und zwar hier wunderschön eine ebene Fläche. Kann man sich kurz mal hinlegen zum Chillen. Und da werden wir jetzt eine Runde dösen. Bisschen was essen. Genau. Ich werde aber einfach jetzt dösen. Ich werde mich jetzt hinlegen und irgendwann wache ich wieder auf und Michi drängelt, dass wir weiterfahren. So machen wir das. Klingt nach dem Plan. Also, nach einer kurzen Schlafpause, 3/4 Stunde, geht's jetzt ab. Da hinten geht's irgendwo den Brenner hoch. Wir sind jetzt direkt am Einstieg vom Anstieg. Todmüde, können nicht mehr reden, aber noch fahren. Wird man sehen. Bergauf, bergauf. Es geht nur bergauf. Und da fiepsen Dinger. Tja, ja, was man halt so 2 Uhr nachts macht, wenn einem langweilig ist. So, es ist 3:30 Uhr. Wir haben wie viel Kilometer? Also wir haben 16 Grad. 130 Kilometer ungefähr auf dem Tacho und mittlerweile auch schon 1200 Höhenmeter ungefähr. Und die ersten technischen Probleme, die schicken Rücklichter, die wir eigentlich da, also die mich hier recht neu besorgt hat, also super niegelnagelneu, gefühlt hier die Einweihungsfahrt. Das Rücklicht, das leuchtet aber nicht mehr. Hat einfach so aufgehört. Und meins spackte mir auch ein bisschen rum. Meins geht so noch, also es blinkt da noch fleißig. Aber irgendwie kann man da die Modi nicht mehr so hin und her stellen, wie man es eigentlich laut Spezifikation kann. Und irgendwie, oder wir verstehen nur die Menüführung nicht. Also Menüführung, die Einstellung nicht. Aber irgendwie ist es ein bisschen komisch. Und jetzt machen wir halt da das andere Rücklicht dran. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt hier irgendwo so auf halbem Wege vorm Brenner. Bis zum Sonnenaufgang sind wir hoffentlich oben und dann können wir nochmal ein längeres Päuschen machen. Müdigkeit geht jetzt wieder auf jeden Fall. Kurz danach fiel dann auch mein Rücklicht komplett aus. Da kauft man sich schon teure Rücklichter für solche Gewalttouren und dann funktionieren die natürlich nicht. Naja, wir hatten ja ein zweites Paar Lichter dabei, die haben wenigstens funktioniert.
Später hat es dann auch noch angefangen zu schütten und es wurde nochmal kälter. Auf Leichtgewicht getrimmt hatten wir natürlich keine Regenhose und nur wenig warme Sachen dabei. Es war also doch ziemlich frisch beim Hochfahren. Doch ein warmer Aufenthaltsraum im Bahnhof auf der Passhöhe hielt uns halbwegs motiviert. Italia. Stimmung? Bombe. Eher bescheiden. Wir sind ja gerade beim Brenner angekommen. Vor so 10, 15 Minuten. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass es hier einen Bahnhof gibt mit einem Aufenthaltsraum. Aber es gibt einen Bahnhof nur ohne Aufenthaltsraum. Ist nämlich jetzt recht nass, weil wir uns am Ende dafür entschlossen haben, durch den Regen um 4 Uhr nachts den Brenner hochzufahren. Grandiose Idee, kann ich jedem empfehlen. Sehr cool. Und leider gibt es ja auch keine Bank oder so. Das Einzige, was wir jetzt gefunden haben, ist der Eingangsbereich von so einem Parkhaus, ist das. Und der ist minimal wärmer als draußen. Aber auch nicht wirklich geheizt. Ja, jetzt machen wir hier gerade unser erstes Stück Pizza. Und dann bleibt uns wohl oder wohl oder übel, heißt das. Ich kann auch nicht mehr reden. Nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Obwohl wir eigentlich gerne eine Pause gemacht haben. Tja, aber so ist das Leben. Manchmal muss man einfach durchhalten. Das wird eklig. Ja, weil es jetzt halt immer noch kalt ist. Das ist halt jetzt irgendwie Kalt, nass und hart. Es ist kalt, nass und hart. Also kalt und nass auf jeden Fall. Hart. Boah, Schon auch. Also manchmal merkt man seinen Po irgendwie nicht mehr, weil da irgendwie alles abgeklemmt ist. Ich will jetzt lieber vor dem Kamin. Ja. Aber wir kommen voran, immerhin. Jetzt hier, wie die wahren Profis, werden Gefriertüten genutzt, damit es für die Abfahrt nicht so kalt ist. Aber gefrieren dann nicht die Füße, wenn es Gefriertüten sind? Ja. Kommst du da unten so als Eisklotz an. Ich doch schon. Tja, so kann es gehen. Schon ein Unterschied. Das sind so die einfachen Freuden im Leben, wenn man seine verfrorenen Füße auf Fußbodenheizung stellen kann. Sind deine Socken trocken? Nee, oder? Nee, niemals. Eine Skala von 1 bis 10 ungefähr bei Aquarium. Na, du Bananenbieger, hast du zu viel Kraft? Ja, irgendwo muss ich die Kraft ja loswerden und bevor ich hinterherkomme. Naja.
So, wir sind jetzt hier kurz vor Trento, nach ungefähr 280 Kilometern Radeln. Es ist jetzt, keine Ahnung wie spät, so vielleicht um 2? Ja, 2 oder so. 2,5, 3, so ein Dreh rum. Das ist jetzt die dritte Pause, wo wir kurz schlafen. Wir haben bisher eigentlich nur zweimal kurz so 40 Minuten, 45 Minuten. Ja, ich habe gedacht, wir dösen jetzt eine kurze Runde. Hallo! Der liegt da schon so, der döst schon vor sich hin. Es läuft, ist super gut. Gerade auf dem letzten Stück machen wir eigentlich richtig gut Fahrt. Also Michi macht gut Fahrt. Ich chill mich in meinen Windschatten, weil mein Knie ein bisschen weh tut. Ansonsten ja, unsere beide Ärsche tun weh. Da kann ich. Macht Bock. Aber es macht Bock. Und das Wetter ist sehr schön, es ist sehr warm, aber die Aussicht ist gigantisch. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Genau, und jetzt werden wir hier ein bisschen Pause machen. Wir haben noch so wahrscheinlich so 80 Kilometer oder so vor uns, sagen wir mal. Ich schau mal neben den Waffeln. Und dann haben wir noch so Waffeln, die haben schon ihr Eigenleben entwickelt. Die waren mal waffelförmig, bis sie dann erst in meiner Tasche malträtiert wurden und dann am Ende noch in Michis Trikottasche noch mehr malträtiert wurden. Vielleicht brauchen wir jetzt einen Löffel, um die zu essen. Leider haben wir keinen Löffel dabei, wir haben alle Löffel abgegeben. Ja, müssen wir sie so irgendwie verfuttern. Aber wir sind... Michi versteht Wortwitze oder so. Auf jeden Fall sind wir beide, also ich persönlich bin auf jeden Fall schon recht gut geschafft und jetzt auch gerade wieder ein bisschen müde. Aber hochmotiviert, es ist mega geil, dass es überhaupt insgesamt so geklappt. Wir haben jetzt eben schon, wie gesagt, 280 Kilometer in irgendwie 12 Stunden Fahrzeit, was ziemlich flott ist. Schnitt von 23 oder so, oder 22,5. Und bin mir sicher, dass wir die verbleibenden paar Kilometer auch noch meistern werden. Also dann bis später. Wo ist eigentlich dein Löffel? Ich dachte, du wolltest die löffeln. Mein Löffel mit. Gefühlt brauche ich länger Zeit, um aufzumachen, als es war. Ich bin dezent fertig. Wir haben jetzt irgendwie 330 Kilometer oder 320 und es tut ungefähr alles weh. Also der Arsch vom Sitzen, die Hände vom Lenker, die Füße vom Dämmeln. Meine Knie sind auch nicht unbedingt besser geworden. Und jetzt haben wir hier beschlossen, oder ich habe beschlossen, dass wir mal 5 Minuten Pause machen. Mal hier Runde chillen und echt eklig und es ist ultra warm. Und ich bin nur am Nörgeln. Aber Michi ist eigentlich ganz happy. Der feiert und zieht vorne weg und ich darf im Windschatten fahren. Schicke Sache. Ich hab Hunger. Ja, der hat Hunger. Und dann essen. Ja, eigentlich wollten wir auf um 8 oder wollen wir auf um 8 zum Essen. Das wird schon. Ist aber ja, sportlich. Muss mal halt vorwärts kommen. Aber das schaffen wir. Vom See. Ja, muss mal so ein bisschen so selber so einen Motivationsbooster aufnehmen. Wenn du lang wärst, wie du dumm noch bist, könntest du Knien aus der Dachrinne saufen. Oder so. Wort des Tages.
fahren muss. Okay. Gardasee! Also Fazit, heute Abend schlafen wir gut. Wir haben uns ganz knapp oder was heißt ganz genau, wir haben es genau unter 24 Stunden geschafft von, wo sind wir gestartet? Gestern Wolfratshausen. Wolfratshausen hieß es, genau. Jetzt hier nach Riva. Genau, 350 Kilometer ungefähr, was sagt der Tacho? 47. 347 Kilometer in 16 Stunden Fahrzeit oder so, 15? 14:37. 14:37, das heißt ungefähr 9 Stunden Pausenzeit. Ja, haben ein bisschen geschlafen, so in Summe wahrscheinlich maximal 1,5 Stunden. Ja, genau, ja, also doch recht überschaubar. Und jetzt sind wir hier, wir fahren jetzt noch da hinten, da noch am See lang, weil da hinten wir auf dem Campingplatz nächtigen werden. Es war mega anstrengend, aber wir sind jetzt mega happy, dass wir jetzt hier sind. Jetzt können wir nur auf den See lang rollen und dann gemütlich essen und schlafen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tja, und so ging unsere erste 24-Stunden-Radtour auch schon zu Ende. Letztlich waren wir beide ziemlich fertig, was wahrscheinlich vom vielen Radfahren kam. Für uns beide war es die erste, aber sicher nicht die letzte Tour dieser Art und auch bei weitem die längste Strecke, die wir am Stück gefahren sind. Abends gab es dann eine große Pizza vor dem wohlverdienten Schlaf. Am nächsten Tag radelten wir 70 Kilometer zurück bis nach Trento und wo aus uns der Zug wieder in die Heimat brachte. First try.